Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben es ein paar Minuten nach der Fusion von F21. Wir waren ja auf dem Server W27 gewesen in der Gilde Black Bull. Und ja, jetzt darf ich es auch offiziell verkünden. Und zwar ja, hatte die Gildenleitung, unter anderem halt Seraphim, ne, oder Yami oder ganz viele Namen hat er auf jeden Fall, hatte ja schon ein paar Wochen vorher gesagt, hey, das und das ist jetzt hier Phase und so werden wir es machen. Und ja, hatte lange Zeit auf jeden Fall überlegt gehabt, wie man es am besten anstellt zur Serverfusion. Falls du das sehen solltest, kannst du ja sehr gerne nochmal deine Perspektive oder Sicht auf die Dinge hier unter dem Video als Kommentar schreiben. Ja, wie das Ganze so zustande gekommen ist und so. Ne, auf jeden Fall durfte ich jetzt erstmal bis zum heutigen Tage, beziehungsweise ne, jetzt, wo die Fusion gerade stattfindet, jetzt nichts großartig dazu sagen, weil es erstmal alles über die Bühne gehen muss. Ihr seht es schon bereits, Black Bull ist jetzt so ein bisschen dabei, sich so zu verteilen, beziehungsweise sich aufzulösen. Und anhand der Gildenbeschreibung sieht man hier auch schon, the end of a long era, Black Bull from yeah, W27 will end their journey on 16 to 24. If you are looking for active members, you will definitely find a good support for your guild here. Also, die Gilde Black Bull von W27 wird sich auflösen. Viele Member werden in andere Gilden wechseln, unter anderem auch ich, ja, weil ich bin Teil auch von diesem Prozess natürlich und bin jetzt noch gerade in der Gilde. Ihr seht schon, die Leute verlassen hier die Gilde und wechseln zu anderen Gilden und werde ich euch auch gleich sagen, wohin natürlich auch. Ne? Ich werde mal ganz kurz was schreiben. War wirklich schön, schön, jetzt kann ich nicht, mit euch. Ja, wer jetzt genau alles mit rüberkommt und das, ne, das weiß ich natürlich nicht. Dort W27 net steht hier jetzt gerade noch bei mir. Mein Name war leider irgendwie komischerweise nicht verfügbar. Ich habe mich direkt nach der Fusion um 16 Uhr, nachdem der Server online gegangen ist, habe ich auch versucht, meinen Namen ja, zu sichern, aber Dorza war einfach nicht verfügbar. Ich habe auch schon eine Rangliste gesucht, es gibt keinen Dorza. Keine Ahnung, muss ich nochmal den Support schreiben, dass er mir die W27 hier wegmachen lässt. Und ja, jetzt ist es soweit. Ne? Wir werden auch die Gilde Black Bull verlassen und werden in eine neue Gilde gehen. Auf ein neues Abenteuer auf jeden Fall. Und ja, gildenlos. Ne? Ich bin gerade momentan auf Platz 234. Wir haben hier 1,169352 Millionen Spieler auf dem Server. Holy shit. Alter, das ist ja noch mehr als das, was ich letztes Mal gesehen habe. Da war schon über 1 Mille am Start. Aber das ist ja eine kranke Fusion, Alter. Über 1 Million Spieler auf dem Server. Was geht denn da ab? Ja, auf jeden Fall die neue Gilde, wo wir hinwechseln werden, werde ich euch zeigen. Und zwar, ihr seht es bereits schon, der Seraphim, wie er hier auch auf dem Server, auf einem anderen Server, beziehungsweise vorher hieß Merlin, ja, lädt mich ein zu Rising Phoenix. Ich bin jetzt offiziell ein Teil von den Phönixen. Und wir gehen rein und da sind wir auch. Ja, die Gilde ist gerade dabei, sich zusammen zu würfeln aus ganz vielen anderen Gilden auf anderen Servern, beziehungsweise halt die besten Spieler davon untereinander hier. Ihr seht schon, hier sind halt auch sehr viele Leute noch eingeladen. Man sieht halt auch noch viele aus W27, aus der Black Bull Gilde. Ne? Ich werde jetzt erstmal einmal Hallo schreiben, ja, ne? dass wir hier auch am Start sind. Hallöle. Schön, dass ich ein Teil dieser Gilde sein darf. Auf eine erfolgreiche Zukunft auf F21. So, wir gucken jetzt mal gleich in die Ranglisten rein. Ne? Ich bin mal gespannt,
Wir haben jetzt hier auch, glaube ich, ne, ist hier Seraphim auch gejoint jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Nee, hat die Gilde, ich sehe hier auch nicht durch, weil Seraphim spielt natürlich mit seinem Main, ist das hier, glaube ich. Und, nee, das ist der Battle Mage. So, aber Merlin hatte mich vorhin eingeladen, das war ja noch irgendein anderer Account irgendwie. Ne? Ach, ich sehe jetzt auch nicht mehr durch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier in der gleichen Gilde spielen, ob er sich jetzt umbenannt hat oder was hier überhaupt Phase ist. Wir haben ja auch den Umbums zum Beispiel, der gerade -1 ist von der Platzierung her. Ja, sehr geil, sehr geil. Also wir haben hier sehr viele starke Spieler mit dabei, von etwas älteren Servern auch teilweise, ne? Die hier auch bei Rising Phoenix sind. Ich denke mal, das ist auch ein Gildenname, den wird bestimmt der ein oder andere von euch was sagen. So, ne? Also es sind hier auf jeden Fall sehr viele starke, aktive Spieler mit dabei und man kann so sagen, dass es auf jeden Fall so, ja, ach so, okay. Man kann auf jeden Fall sagen, dass das hier eine Mega-Fusionsgilde wird, gehe ich mal von aus. Und wir gucken mal gleich in die, ja, hier hatte ich schon meinen Namen gesucht gehabt, aber der ist auch nicht zu finden hier von den 1,1 Millionen Spielern. Ist hier kein Dorzer irgendwo mit dabei. Und deswegen, ich weiß nicht, ob die Großschreibung hier vielleicht zählt. Nee. Also es gibt keinen Dorzer. Ich konnte mich aber auch nicht Dorzer benennen, komischerweise. Also ist ein bisschen komisch auf jeden Fall. So, wie gesagt, die Gilde Rising Phoenix ist gerade dabei, sich natürlich neu zu sortieren. Das alles unter der Leitung von Seraphim hier. Ne? Und ich denke mal, dass die Gilde auch, ja, ich bin mal gespannt, aber ich weiß jetzt nicht, wie es hier auf den anderen Servern aussah mit anderweitig starken Gilden. Aber von dem, was man schon von der Statistik her gesehen hatte, war ja Black Bull schon mit die stärkste Gilde, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von den Servern, die jetzt hier mit alle fusioniert worden sind und Rising Phoenix, glaube ich, dann die zweitstärkste oder so. Ne? Also man hat hier einen Zusammenschluss auch wieder der stärksten Gilden irgendwo. Und, aber ich bin mal gespannt, wie die Konkurrenz aussieht. Wir haben hier zum Beispiel die Strohpiraten unter der Leitung von Caesar, welcher ja der stärkste Assassine momentan weltweit ist, auch gerade -1 hier, ist sehr gut. Das kann natürlich sein, dass hier das eine komplett eigenständige Gilde ist, die uns eventuell auch Konkurrenz machen könnte. Man sieht hier auch sehr viele Assassinen drin. Ich denke mal, das ist die Gilde, die entstanden ist auf W23. Ja, aber man sieht hier auch ein paar W23-Namen auf jeden Fall. Hier sieht man, hier, ne, da, ne, sind auf jeden Fall ein paar am Start hier. Und ja, die sind, denke ich mal, halt eben auch auf dem Assassin-Server, wo ja W23 ist ja der Server, der den Assassin rausgebracht hatte. Ne, natürlich hier auch eine stark dominierte Assassinen-Gilde darstellt. Und mal gucken, ob das hier für uns dann konkurrenzmäßig irgendwo ja, dazwischen liegt. Und mal schauen, was wir hier auch als Rising Phoenix jetzt als neue Gilde hier für reißen werden, auch international gesehen. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben hier 33 Mitglieder, der Durchschnitt setzt sich gerade aus Stufe 613 zusammen und es warten auf jeden Fall noch sehr viele starke Spieler. Und ey, ich bin gespannt, ne? Also F21. Wir gucken mal gerade in die ersten Ränge rein. Ja, der Hedges wieder, ja. Der Hedges muss hier wieder übertreiben. Der ist nicht einmal, nicht zweimal, der ist ja, gefühlt 30 Mal hier. Ne? Alter, was? Ja, auch. Heftig, heftig. Warum bin ich hier auf Platz 51? Das stimmt gar nicht. Also, hier geht auf jeden Fall noch alles so ein bisschen drunter und drüber, kann man so sagen, ne? Das alte Kapitel hat sich geschlossen mit Black Bull von W27. Ein neues Kapitel ist jetzt dabei, sich zu gründen, zu entstehen und das wird halt die Zukunft von Rising Phoenix. Und mal schauen, wo wir dann halt eben so auch mit der Gilde international stehen werden. Vorher war Black Bull hier auf Platz 18, ne? Oder ja, das steht hier schon als F21, aber ich glaube, das war auch circa so der Rang, den wir so halten konnten. Ne? Wenn wir jetzt uns nochmal fusioniert haben und alle Member in einer Gilde drinne sind, die jetzt halt auch aus der Fusion entstanden sind, dann wird das, denke ich mal, schon mit Rising Phoenix eine
eine sehr, sehr starke Gilde werden und werden uns bestimmt auch ein bisschen weiter oben platzieren können. Mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Ich meine, die Server, die hier zusammengemerged worden sind, muss man so sagen, die sind natürlich ein bisschen jünger auf jeden Fall. Ne? Das kann man nicht absprechen, deswegen werden wir auf jeden Fall nicht, denke ich mal, weiß ich nicht, werden wir bestimmt nicht in die Top 10 kommen. Keine Ahnung, müssen wir gucken, wie unsere Stärke, wo unsere Stärke dann nachher liegt. Ne? Und erstmal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Ich selbst war ja bei so einer Mega-Fusion, also was gildentechnisch angeht, jetzt noch nicht dabei gewesen. Also klar, jetzt auf dem Main haben wir so eine Fusion durchgemacht. Auf der anderen Seite, so eine Mega-Gildengründung, da war ich halt bisher jetzt nicht dabei gewesen, aber was will man machen so, ne? Dadurch, dass ja halt auch der Seraphim auch mehrere Accounts auf mehreren Servern hatte, jetzt ne, unter der Leitung halt eben auch, ne? Ich weiß nicht, auf welchen Server Rising Phoenix vorher gespielt hatte, irgendein deutscher Server war das gewesen und dann halt eben auch auf W27 und dann muss man natürlich irgendwo dann gucken, wo man bleibt und als Member zieht man da natürlich mit und war für mich dann halt auch die einzig logische Schlussfolgerung daraus, weil ich natürlich auf W27 die meisten Leute gekannt habe. Oh, hier haben wir auch Battletau. Stimmt, hier ist auch die Gilde Gift am Start. Ne? Das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen hier. Und war für mich auf jeden Fall die einzig logische Konsequenz, sag ich mal, weil ich jetzt keine Gilde wie Black Bull hatte, wo ich halt so viele Member halt auch drin gekannt habe. Und wenn die hauptsächlich rüberziehen zu Rising Phoenix, klar ziehe ich da dann natürlich mit. So, ne? Ich möchte ja natürlich auch, dass mein Account weiterhin auf Top-Niveau bespielt werden kann und dadurch, dass halt eben die meisten Leute da sind, die ich da halt auch kenne von Black Bull, jetzt bei Rising Phoenix sind, von Rising Phoenix man auch ein paar Leute kennt auf jeden Fall, ne? Wo soll ich sonst hin so, ne? Also auf jeden Fall eine notwendige Schlussfolgerung, denke ich mal. Ne? Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Was tatsächlich dazu gesagt werden muss, ist, dass das Ganze halt eben schon, seitdem das bekannt ist, das Datum, relativ kurz danach, das angekündigt worden ist in der Gilde, dass das jetzt, wie es passieren wird. Das heißt, alle Member, die in der Gilde Black Bull gespielt haben, waren sich dessen schon bewusst und es gab jetzt keinen einzigen, der irgendwie großartig da etwas dran auszusetzen hatte oder irgendwie angepisst war oder, ne? Also das ist alles legitim und wenn man das alles kommuniziert mit der Gilde und sich halt eben um die Member kümmert, ne, wo die halt auch eben bleiben, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Sache, denke ich mal. Und da kann jeder dann irgendwo für sich dann halt das Beste aus der Situation machen. Ne? Ja, ansonsten bin ich gespannt, wo unsere Zukunft liegt hier mit Rising Phoenix. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ungewohnt. Ne? Einen neuen Gildennamen zu tragen, ist für mich persönlich immer was ganz Besonderes, weil das bei mir halt wirklich sehr, sehr selten passiert, dass mal so ein Gildenwechsel stattfindet und dann jetzt gerade zu so einer Mega-Gilde, ne? Also dort sei jetzt offizieller Member von Rising Phoenix, ne? Ist auf jeden Fall cool, bin gespannt, ich grüße die komplette Gilde hier, ne? Und ich hoffe, wir werden in Zukunft viel Spaß zusammen haben und die Ehrenhalle dominieren und unser Weg wird, denke ich mal, geebnet sein von Erfolg und halt eben auch Spaß geprägt, ne? Und mal gucken, was wir so international reißen, ne? Der Elevator steht an und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Alles klar, Leute. Das soll es soweit gewesen sein. Die neuesten News von W27, beziehungsweise jetzt F21. Und genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich sehe sogar gerade hier, hat er auch sogar noch die Gildenbeschreibung hier geändert. Black Bulls Ascent, where the rising of the Phoenix begins. Power Merge, born of fire and strength. Ja, sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, jetzt hier zu sein. Okay, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.